Großteil unseres Alltags ist maßgeblich beeinflusst von Wasser. Wir brauchen Wasser zum Trinken, zum Kochen, zum Putzen, für die persönliche Hygiene, aber auch um unsere Pflanzen zu gießen. Und natürlich auch die Wirtschaft ist hochgradig abhängig von Wasser. Eine Studie der UN hat ergeben, dass 4 von 5 Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt direkt oder indirekt von Wasser abhängig sind. Wasser reguliert auch unser Ökosystem und unser Klima, und wenn Wasser nicht in genügender Qualität oder Quantität vorhanden sind, dann hat dies großen Einfluss auf unser tägliches Leben. Es kann dazu führen, dass sich Krankheiten unkontrolliert ausbreiten. Es kann dazu führen, dass Wasserpreise steigen oder aber auch der Aufwand für die Beschaffung von Wasser in gewissen Teilen der Welt sehr groß wird. Auch auf die Landwirtschaft hat es natürlich großen Einfluss, wenn sich zum Beispiel Böden austrocknen, wenn Niederschläge ausbleiben und somit die Lebensgrundlage von Kleinbäuerinnen entzogen wird. Wir sehen also, dass Wasser ein unglaublich wichtiges Gut ist, und jetzt wollen wir uns anschauen, woher denn das Wasser in der Schweiz kommt und was darin enthalten ist. Wasser besteht zu 99,9% aus H2O chemisch betrachtet. Der Rest entfällt auf Mineralien wie zum Beispiel Magnesium und Calcium, auf Salze wie zum Beispiel Nitrat oder auch in Kleinstmengen auf Spurenstoffe. Wasser in der Schweiz kommt einerseits aus dem Grund, also Grundwasser, aus Quellen, das nennt man dann Quellwasser, oder aber von Oberflächengewässern, also Seen und Flüssen. Quell- und Grundwasser sind in der Herkunft sehr ähnlich. Der Unterschied besteht darin, dass Quellwasser von alleine an die Erdoberfläche tritt. In der Schweiz kommen im Schnitt ca. 40% aus solchen Quellen, 40% aus Grundwasser und 20% aus Oberflächengewässern. In der Stadt Luzern sieht die Situation ein bisschen anders aus. Aufgrund des Sees, den wir hier haben, entfallen 44% auf Seewasser, 36% auf Grundwasser und 90% kommen aus Quellen. Die Wasserherkunft in der Schweiz kann sich von Ort zu Ort sehr stark unterscheiden. Zum Beispiel hat die Qualität oder die Verfügbarkeit einen großen Einfluss darauf, von wo wir das Trinkwasser beziehen. In der Stadt Zürich beziehen wir 70% des Wassers aus dem See und je 15% aus Quell- und Grundwasser. Wenn wir nur gerade 12 Kilometer die Limmat runtergehen nach Dietikon, dann bestehen 95% des Wassers aus Grundwasser und 5% aus Quellwasser. Die Wasserherkunft hat dann auch einen großen Einfluss auf den Geschmack des Wassers, also auf die Ästhetik. Je nachdem, von wo das Wasser kommt, schmeckt es also anders. Aber auch der Ort hat einen großen Einfluss, auch bei selber Herkunft des Wassers. Je nachdem, was für geologische, ökologische oder zivilisatorische Einflüsse vorhanden sind. Das kann dann einen Einfluss haben auf den Salzgehalt oder den Mineraliengehalt, aber auch auf die Spurenstoffzusammensetzung im Wasser. Zum Beispiel hat Quellwasser aus dem Tessin einen unterschiedlichen Geschmack als Quellwasser aus dem Mittelland, da Quellwasser aus dem Tessin vermehrt durch Granit- und Gneisgestein fließt, im Gegensatz zum Mittellandwasser, das vermehrt durch Sandgestein und kalkhaltigem Gestein fließt. So schmeckt dann der Kaffee im Tessin ganz anders und meiner Meinung nach besser als der Kaffee im Mittelland. Für uns ist Leitungswasser im Haushalt heute selbstverständlich und das oft in einer sehr, sehr guten Qualität in der Schweiz. Das war aber nicht immer so. Bis in die Neuzeit, also bis ins 17. Jahrhundert, gab es eigentlich kaum Haushaltsanschlüsse und nur eine sehr privilegierte Oberschicht konnte sich einen Haushaltsanschluss für Wasser leisten. Der Großteil der Bevölkerung bezog das Trinkwasser vom Brunnen und benutzte das Wasser da zum, wie gesagt, Trinken, zum Waschen und zum Kochen. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts kam es dann zu Modernisierungen in den Städten, und so hat Bern und Zürich zum Beispiel die Trinkwasserversorgung zentral aufgebaut 1868, und der Hauptgrund damals war nicht die Gesundheit des Menschen oder ein Umweltschutz, sondern es ging eigentlich zuerst einmal um einen Feuerschutz. Die Städte waren damals sehr eng bebaut mit Holzbauten und es ging darum, Wasser möglichst schnell zu einem möglichen Feuer zu liefern. Zu Beginn
dieser zentralen Wasserversorgungen waren die Städte dann auch ziemlich überfordert mit dieser neuen Technologie und so kam es dann auch vermehrt zu Cholera- und Typhus-Ausbrüchen, da das Wassersystem eigentlich diese Krankheiten in die Haushalte verteilte. Nachdem die Infektionswege von Cholera und Typhus über das Wasser entdeckt wurden, verschob sich der Fokus der städtischen Wasserversorgung weg vom Feuerschutz und hin zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Und nachdem die Haushalte dann alle einen Anschluss an das zentrale Wasserversorgungsnetz erhielten, verschob sich das nochmals hin zu Abwassermanagement, um den Gewässer- und Grundwasserschutz in der Schweiz zu gewährleisten. Auch in Zukunft wird der Gewässerschutz eine sehr wichtige Rolle spielen, auch wenn Technologie heute sehr viel lösen kann und Wasser sehr gut aufbereiten kann, so macht es auf lange Sicht doch sehr viel mehr Sinn, das Wasser von Anfang an zu schützen.